Liebe Mercedes-Freunde, herzlich willkommen zu meinem Video. In dieser Folge geht es um die typischen Roststellen bei dem 124er. Diese Folge ist mit Sicherheit nicht nur für die interessant, die sich einen 124er zulegen wollen, sondern auch für die, die bereits einen besitzen. Die wohl bekannteste Roststelle befindet sich an den Wagenheberaufnahmen. Bei Mopf 1 und Mopf 2 befinden sie sich hinter der Schwellerverkleidung. Und so sieht es aus, wenn die Schwellerverkleidung abgebaut ist. In dem Zustand sieht man den gesamten Bereich, der sich in der Nachbarschaft der Wagenheberaufnahme befindet. Bei vielen Fahrzeugen bleiben die Rostschäden unerkannt, weil sie sich ganz gut hinter der Verkleidung verstecken. Anders sieht es aus bei Mopf 0. Hier sind die Wagenheber sehr gut sichtbar und dadurch können die entstehenden Rostschäden rechtzeitig erkannt werden. Hier ist die Wagenheberaufnahme nur mit einem Kunststoffdeckel verschlossen. Wenn der Rostbefall nicht rechtzeitig entdeckt wird, kann es sogar zu so einem Bild führen. Es ist aber trotzdem nicht kritisch. Es gibt ausreichend Einschweißbleche, die eine Reparatur ermöglichen. Die zweite kritische Stelle befindet sich an der Schwellerspitze. Das ist der Bereich. Bei der Variante Mopf 1 und Mopf 2 auch mit der Schwellerverkleidung verkleidet und somit nicht sichtbar. Es kommt nicht selten vor, dass man nach dem Abbau der Schwellerverkleidung von so einem Bild überrascht wird. In dem Fall muss ein Reparaturblech eingeschweißt werden. Die Reparaturbleche sind auch erhältlich. Die gibt es in mehreren Varianten von verschiedenen Herstellern. Anders sieht es aus bei den Fahrzeugen, die bis Ende 1989 gebaut wurden, also Mopf 0. Hier haben wir keine Schwellerverkleidung. Aus dem Grund ist der Bereich sehr gut sichtbar und somit können eventuelle Rostschäden früh erkannt werden. Der nächste kritische Bereich befindet sich in dem Motorraum und zwar an dem Innenkotflügel unterhalb des Wischwasserbehälters. Hier ist es so, dass durch Reibung und Vibrationen Schäden an dem Lack entstehen und mit der Zeit führt es auch zu Korrosionsschäden. Es ist also empfehlenswert, an der Stelle den Wischwasserbehälter auszubauen. Dann kann man sich den gesamten Bereich ganz gut anschauen. In dem Fall sieht es sehr gut aus, aber es kann auch anders aussehen. Wie zum Beispiel bei diesem Fahrzeug. Da sieht man auch, dass da schon einmal geschweißt wurde. Über die Qualität der Arbeit werde ich jetzt hier gar nichts sagen. Das führt auch dazu, dass der Rostschaden so stark ist, dass wir in dem Bereich eine Durchrostung haben. Auf der anderen Seite, also auf der Fahrerseite unter dem ABS-Block, können an dem Innenkotflügel auch Rostschäden entstehen, die jedoch hier in dem Motorraum kaum sichtbar sind. Die sieht man erst dann, wenn man den Kotflügel abgebaut hat. Dann wird man sehr oft überrascht. Die nächste Roststelle befindet sich an der Hinterachsaufnahme. Die ist sehr unangenehm, weil für die Beseitigung die gesamte Hinterachse ausgebaut werden muss. Der Rost kann auch am Unterboden entstehen, vor allem in dem hinteren Bereich. Den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Eine Hebebühne ist in dem Fall sehr hilfreich. Jetzt komme ich zu dem Bereich, der sich hinter der Verkleidung versteckt. Der ist sehr schwer sichtbar und dort können wir auch mit Rostschäden rechnen. Erst nach dem Abbau der Verkleidung kann man sich den Zustand der Teile richtig angucken. Dadurch aber, dass es nicht immer möglich ist, besteht hier ein kleines Risiko. Bei Mopf 0 sieht es ganz anders aus. Hier haben wir keine Verkleidung, deshalb kann man den Rost relativ einfach erkennen. Hier zum Beispiel in dem Bereich der Schutzleiste haben wir starken Rostbefall, der ganz gut sichtbar ist. Jetzt komme ich zu den Radhäusern, vor allem an der Hinterachse. Dieser Bereich ist sehr stark betroffen. Auch bei diesem Fahrzeug sieht man schon den Rostansatz. So hier oben bis nach unten. Auch die untere Ecke ist auch sehr oft vom Rost angegriffen. Zu dem Punkt gehören auch die Radläufe.
so wie hier zum Beispiel. Auch der Radlauf an dem vorderen Kotflügel ist oft stark betroffen. In dem Fall sieht er sehr gut aus, aber die Stelle ist sehr oft vom Rost betroffen. Die muss man dann unbedingt betrachten. An dem Übergang zu der Verkleidung, hier rosten die auch sehr gerne. Auch die untere Kante der Tür muss man sich unbedingt angucken. Hier entsteht auch sehr gerne der Rost. In dem Fall sieht die Tür neuwertig aus, aber das ist der Bereich, der auf jeden Fall unter die Lupe genommen werden soll. Wenn wir schon bei der Tür sind, werde ich euch noch den Bereich hier zeigen. Hier die Dichtung aufmachen. Hier bildet sich auch manchmal Rost. Hier unter der Dichtung. Also auch an der Stelle kurz sich den Zustand der Tür anschauen. Die nächste Baustelle befindet sich in dem Bereich der Windschutzscheibe. Da sieht man schon den Rostansatz, genauso wie hier. Also auch diesen Bereich sollte man sich genau unter die Lupe nehmen. Zu dem Thema gehören auch die beiden Seitenfenster bei dem T-Modell. Da sieht man schon starken Rostbefall. Im Innenraum sieht es dann noch schlimmer aus. Und wenn wir bei dem T-Modell sind, dann muss man unbedingt auch noch die Heckscheibe ansprechen. Hier sehen wir auch in dem Bereich der Heckscheibendichtung einen Rostschaden. Das ist auch keine Seltenheit. Bei der Limousine ist es etwas anders. Die Schwachstelle befindet sich hier unten unterhalb der Dichtung. Also hier unbedingt gucken. Jetzt eine weitere Baustelle von dem kleinen Format aber. Bei der Limousine zum Beispiel muss man sich hier die Leiste angucken. In dem Bereich kann auch eine Überraschung stecken. Genauso wie bei dem T-Modell. Hier ist es aber die Leiste und dann sieht man schon hier in der Ecke, da wächst schon langsam was. Jetzt bin ich bei der Antenne angekommen. So sieht es bei der Limousine aus. In dem Fall sieht es sehr schön aus. Kein Rostbefall. Bei dem T-Modell sieht es etwas anders aus. Aber das ist die gleiche Problematik. In dem Fall ist die Dichtung beschädigt. Also es ist nur Frage der Zeit, bis hier auch Rost entstehen wird. Also, aus meiner Sicht sind das die Stellen, an denen jeder 124er mit dem Rost zu kämpfen hat. Wenn du sie kennst, dann hast du damit weit über 80% der Problematik erschlagen. Jetzt wird aber natürlich der eine oder andere sagen, ja, aber die oder die andere Stelle hat er vergessen. Wenn es so ist, dann schreib mir das gerne als Kommentar. Ich freue mich über jeden Hinweis. Ich bin der Meinung, bei allen Mopf 0 und Mopf 1 Modellen trifft es zu. Bei Mopf 2 ist es anders. Aufgrund dessen, dass dort andere Lacke verwendet wurden, rosten die Mopf 2 Modelle unberechenbar. Dort können Rostschäden auch an anderen Stellen entstehen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.